Nächstes Champions League Spiel, San Siro, Inter Mailand, geiler Verein, geiles Stadion. Und wir kommen mit einer 1:0 aus der Liga hierher. Gegen Dortmund war eigentlich auch so ein typisches 0-0-Spiel, möchte ich sagen. Dortmund war wirklich stark, wir aber auch in der zweiten Halbzeit vor allem. Jetzt müssen wir es halt von Anfang an hier auf dem Platz zeigen, wenn wir hier was mitnehmen wollen. Inter muss nämlich, glaube ich, den Sieg mehr erzwingen als wir. Also die haben das erste Spiel verloren gegen Man City. Da werden auch andere Mannschaften verlieren. Wir haben gegen Zagreb gewonnen. Das heißt, wir sind erstmal im Vorteil. Muss aber nichts heißen nach dem Spiel. Ich habe 2 Änderungen vorgenommen. Nagalo spielt einmal für Robin Koch und vorne Larsen. Für Gift Orban. Die haben halt gegen Dortmund gespielt. Die sind daher nicht ganz fit. Dann haben wir noch ein Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und dann haben wir ein bisschen Pause erstmal. Also dann ist die englische Woche erstmal vorbei. Oder die vielen englischen Wochen. Dann geht es aber irgendwann wieder weiter mit den nächsten englischen Wochen. Achtung, Martinez! Was ist das denn? Kleck mir am Arsch, ey. Erste Chance und dann knallt er den da oben in den Winkel rein. Und du kannst nichts machen. Du stehst einfach da muss man einfach den Hut ziehen. Da ist Thuram. Ach, war gar nicht Martinez, war Correa aus der Drehung, ey. Ist ja Wahnsinn. Genau in den Knick oben rein. Eines der schönsten Tore, die wir bislang gesehen haben. Ja, unhaltbar für Resté auch, ne? Also, war einfach gut. Muss man einfach akzeptieren. Schönes Tor. Ich hoffe, es war das letzte am heutigen Abend. Ja, und wir dürfen jetzt nicht hier irgendwie in so einen kleinen Negativlauf reinkommen. Also, ja, Bundesliga verloren, jetzt Rückstand gegen Inter. Weil wir waren eigentlich gut drauf. Wir haben die Saison so gut begonnen. Und dann lassen wir uns jetzt wahrscheinlich durch so 2 Spiele, die du eigentlich 0-0 gestalten könntest, ein bisschen aus der Bahn werfen. Also ich hoffe nicht. Aber selbst wenn, auch das werden wir irgendwann wieder hinkriegen. Aber ihr seht, Inter, die spielen richtig groß auf jetzt. Die haben gewartet, bis wir hierher kommen. Achtung, da ist Martinez! Diesmal sind wir aber dazwischen. Und von Anfang an, wie gegen Dortmund, werden uns vielleicht hier die Grenzen so ein bisschen aufgezeigt. Würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Achtung, wieder zu viel Platz. Ja, wir müssen uns reinfallen. Also es läuft nicht immer von alleine. Klar hatten wir auch Spiele dabei, wo es den Anschein hat, dass hier vieles von alleine läuft. Aber ihr seht, wenn dann mal größere Mannschaften gegen uns spielen, haben wir Glück, dass Thuram den Ball in die Hacken kriegt. Dann wird es auch mal ein bisschen enger. Das Toni vorne gegen Larsen. Kriegt er den? Nee, aber Ebimbe. Da kommt gegen die Marco nicht ran. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Pech, dass der Ball nicht bei uns bleibt. Also wie gegen Dortmund, wir laufen bislang nur hinterher. Das ist sehr, sehr erschreckend bislang. Das ist ein schlechtes Spiel, muss man auch einfach so zugeben. Weil die halt hier wieder alles machen können. Guck mal, von hinten die Marco durchgelaufen, Ball nach hinten. Achtung, Resté ist da. Wir finden momentan nicht so richtig statt. Wir kriegen keinen Fuß hier ins Spiel rein. Warum auch immer. Achtung, wieder geklärt. Resté. Und dann ist auch niemand frei. Inter mit Dreierkette. Vorne mit Thuram und Martinez. Und da hinten halt Sanké unter anderem. In der Verteidigung de Vrij. Dann haben sie Pavard. Die Marco natürlich auch hinten drin. Da können wir uns nicht durchsetzen. Ihr seht auch Kalulu, der sonst eigentlich sehr zweikampfstark ist, sehr schnell, der kommt da nicht vorbei. Und Jan Sommer hinten im Tor. Das ist bislang eine hochverdiente Führung, muss man auch einfach so zugeben. Und wir müssen irgendwie hier ins Spiel reinfinden. Aber ihr seht, die stellen zu, die pressen, das ist Wahnsinn. Keine Chance. Keine Chance, heute irgendwie vernünftig mal den Ball aufzubauen. Oder das Spiel aufzubauen, so heißt es ja. Und dann ist der Ball, jetzt haben wir den mit Glück noch behalten, aber der ist sonst immer weg. Vielleicht jetzt. Larsen. Niemand da. Ugarte. Die stehen so dicht vorm eigenen Strafraum. Das ist ja typisch italienisch. Also wenn sie eins nicht verlernt haben, ist es verteidigen. Egal welche Mannschaft. Ey, Inter, Juve, AC Mailand, Neapel. Die verteidigen einfach gut. Und wir finden momentan leider nicht so statt, wie ich mir das erhofft hätte. Vielleicht mal auf offensiv, ja. 4-2-3-1. Mit Gegenpressing, schauen wir mal.
Ugarte ist da, schön gemacht. Und Mbimba. Aber ihr seht, es ist niemand frei. Das ist krass. Es sind sofort wieder 6, 7 Mann hinter dem Ball von Inter. Bei uns geht es halt nicht schnell genug. Jetzt vielleicht mal Mamouche. Könnte Abseits sein. Nee, Schiri lässt die Fahne unten. Larsen verlängert. Oh, aber nicht dahin. Van de Beek, Ugarte. Es geht jetzt alles ein bisschen zu langsam. Die Bewegung viel zu langsam. Wenn sie den Ball kontrollieren wollen oder mitnehmen wollen, das geht alles ein bisschen zu langsam. Und bei Inter geht das halt dann alles ein bisschen zu schnell. Und womöglich fällt gleich das zweite Ding. Nee, Nagalo. Oh, Reste. Ja, ganz entspannt. Wenn gar nichts läuft, darauf kann ich mich immer verlassen, dass der Ball hinten gut rausgespielt wird. Aber dann steht das Spiel still. Guck, 3, 4 Leute in der Mitte. Keine Chance, irgendwie mal vernünftig hier aufzubauen. Du wirst sofort wieder angelaufen, das ist Wahnsinn. Aber die Lücke ist vielleicht jetzt mal da über Götze hinten, Van de Beek oder Larsen. Ja, es muss irgendwie gehen. Ich weiß nicht wie in der zweiten Halbzeit, aber es muss irgendwie. Selbst die Zweikämpfe hier, die einfachsten Zweikämpfe verlieren wir. Also es ist heute ein ganz schlechtes Spiel. Aber das dürfen wir auch mit dabei haben. Wir werden jetzt nicht jeden Gegner dominieren. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. War ja auch langweilig, ne? Ihr seht das 5:1 Schüsse. Da haben wir gar nicht viel mitzureden. Achso, 4-3-3. Ich hatte dann 4-2-3-1 eigentlich in Erinnerung. Ne, 4-3-3. Hier 4-2-3-1. 5-2-3. 4-1-4-1. Tja, eigentlich müssen wir... Was müssen wir machen? Fünferkette will ich nicht spielen. Wir lassen mal das 4-3-3. Mit Ugarte, Götze, Van de Beek, ja. Um das Spielfeld vielleicht ein bisschen, oder spielbreit zu machen, die Fünferkette so ein bisschen zu entzerren. Aber gut, manchmal hast du so ein Spiel, da kannst du noch 10-mal die Aufstellung umstellen. Das gewinnst du einfach nicht. Das ist so. Das ist nichts Neues hier bei FIFA, EA oder wie das Spiel auch sonst heißt. Das bringt manchmal überhaupt nichts. Gut, jetzt kriege ich auch nicht den richtigen Spieler angewählt. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich zum zweiten Mal klingeln. Reste sei Dank. Bist du machtlos. Du kannst nichts machen. Ich kann noch 10-mal hier auf Spielerwechseln drücken, wenn ich den richtigen Mann nicht kriege oder auch zu spät. Dann schauen wir hier doof aus der Wäsche. Jetzt wieder Korea, der wird doch nicht schon wieder. Aber dann müssen wir auch auf Dreierkette umstellen. Ich glaube, wir stellen mal auf Dreierkette um. Das, nee, vom Gefühl her müssen wir heute auch mal Dreierkette spielen. Dann spielen wir halt hier 3-4-1-2, was wir halt auch ganz am Anfang als Aufstellung drin hatten. Dann machen wir Götze hier neben Van de Beek rein. Und dann lassen wir erstmal so, weil die auch auf der Bank, die sind nicht ganz fit. Boah, das Tor, das ist halt, ne? Wenn ich das jetzt nochmal so sehe. Ob das so in echt auch zustande kommen würde, weiß ich nicht. So mit dem Rücken zum Tor, dann aus der Drehung rein in Winkel. Achtung, Kadiolu. Und Benjamin Pavard. Aber gut, vielleicht ist das heute so ein Spiel, wo wir mit einer Chance hier ein Tor machen und dann einen Punkt mitnehmen. Warum denn nicht? Jetzt schauen wir mal. Ebimbe. Allein gegen alle. Korea, Klaassen, der dürfte da eigentlich auch nicht hinterherkommen. Ja, ich glaube, die Lücken werden dann noch größer. Nagalo auch zu spät, aber okay. Martinez, Achtung, Flanke kommt rein. Van de Beek und Reste. Spiel auf ein Tor. Nach wie vor. Aber vielleicht mit der Umstellung kommen wir jetzt auch mal ein bisschen Zug nach vorne rein. Kadiolu. Ja, aber dann müssen die Flanken auch ankommen. Das kommt dann auch noch mit dazu. Also wir werden sicherlich auch wieder ansehnlichere Spieler haben. Hoffentlich in naher Zukunft. Aber heute wird das, glaube ich, nichts. Martinez gegen Reste. Oh, jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Glück, dass der Ball bei uns bleibt. Also alles andere als ein Sieg von Inter hier heute. Das wäre nicht verdient. Aber egal. Danach fragt auch hinterher keiner mehr. Und jetzt haben wir ein bisschen Platz. Über Meier. Larsen. Wo ist Larsen? Der ist schon wieder überall, aber nicht da, wo er sein soll. Nagalo, schön gemacht. So, Kadiolu mal durchgesteckt auf Ebimbe. Aber dann hapert's halt wieder. Ja, schöner Ball in die Tiefe. Jetzt muss irgendwie Larsen in der Mitte sein. Steht wieder nicht da, wo er stehen muss. Er ist zentraler Stürmer. Vielleicht geht ja was nach einer Ecke. Oh, Meier ist auch Linksfuß. Sehr gut. Jetzt haben wir das ganze Spiel lang nichts gezeigt. Und keine Chance gehabt. Und jetzt gleichen wir aus. Achtung, das wäre so typisch. Larsen.
Eine kleine Annäherung, aber so richtig gefährlich war das jetzt auch nicht. Also Sommer weitestgehend beschäftigungslos, muss man sagen. Ja, natürlich, Fallrückzieher klappt natürlich auch. So ein Ball, Nagalo kriegt er den. Nee, mit Ansage eigentlich. Das war klar, dass er nicht ankommt. Aber egal, man hat es ja trotzdem mal versucht. Kajolo steht mal sicher, aber dann ist der Ball sofort wieder weg. Also das ist heute ein ganz, ganz anstrengendes Spiel, muss ich sagen. Weil halt wenig nach vorne geht. Du bist sehr, ja, in der Defensive gefordert. Und das funktioniert halt nicht viel. Und wenn wir dann mal die Chance haben, umzuschalten, dann geht es ein bisschen zu langsam. Jetzt ist Van der Beek im Abseits, genau. Kadiolo gegen De Vrij. Ja, da sich gut durchgesetzt. Vielleicht jetzt Van der Beek. Jetzt müssen wir es auch ausspielen. Götze mit dem Außenriss. Nee. Nee, auch das viel zu ungefährlich. Also es bleibt dabei. Ich glaube, das werden wir heute nicht gewinnen. Ich glaube, das werden wir nicht gewinnen. Ihr seht, Inter ist nach wie vor richtig, richtig stark in den Zweikämpfen drin. Die pressen auch jetzt noch in Minute 74. Und wir stehen halt vorne rum. Es bewegt sich auch vorne niemand. Das heißt, es kann auch niemand freigespielt werden. Jetzt vielleicht Mamouche. Aber es dauert alles zu lang und dann brauchen sie auch wieder stundenlang, bis sie sich umdrehen. Wir sind jetzt gerade wieder, glaube ich, an so einem Punkt in der Saison angekommen, wo wir den ersten Durchhänger haben. Sowohl in der Liga als auch in der Champions League jetzt hier. Aber es war auch so zu erwarten, vielleicht, eventuell mit Fragezeichen. Also nach den ersten Spielen habe ich schon gedacht, oh, super Truppe. Die haben sich ja schon sehr gut gefunden und das funktioniert auch sehr gut, vielleicht zu gut. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Im Fußball kann das ganz schnell gehen. Mamouche, Götze. Wieder allein gegen alle. Ja, Van de Beek gut durchgesteckt. Und das total unverdiente 1-1. Da war die Lücke einmal. Und ich habe es gesagt, eine Chance brauchen wir irgendwie. Und dann muss der aber auch drin sein. Aber egal, wir hatten es auch schon ganz oft umgekehrt, wo wir die spielüberlegene Mannschaft waren. Ja, erinnert euch gegen Zagreb, da waren wir eine Halbzeit wirklich sehr, sehr überlegen. Und dann kommen die kurz vor der Pause dann zum Ausgleich, dann gewinnen wir das Ding noch und hier einen Punkt zu holen nach dem Spielverlauf, das ist natürlich jetzt auch ein Witz, ne? Aber es fragt da hinterher auch niemand mehr nach. Da kann man nur sagen, selbst schuld bislang bei Inter, dass die Chancen nicht genutzt haben, Gott sei Dank, aus unserer Sicht. Nagalo, so leicht lässt er sich da nicht ausspielen. Und vielleicht ist das ja jetzt auch nochmal ein kleiner Schwung für uns, den wir hier mitnehmen. Haraldsson gegen Sommer alleine. Komm, jetzt aber Haraldsson! Das ist ein Treppenwitz. Also absolut, ey. Tut mir leid, dass wir hier in Führung gehen. Aber es ist sowas von egal. Da fragt hinterher niemand mehr, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. So Siege muss es dann halt auch mal geben. Solche unverdienten. Und Haraldsson, ja, gegen Bayern noch vorbeigeschossen. Jetzt macht er den. Guck, Bastoni in der Mitte muss sich halt auch entscheiden. Und dann setzt er den da oben rein, wie Korea in Halbzeit 1. Also der Winkel, der hat es den Spielern heute angetan. Sehr, sehr schön reingeschoben. Das ist ein Zuckertor. Also 2 absolute Traumtore. Freut mich für Haraldsson. Hakon Arna Haraldsson, um mal seinen ganzen Namen zu nennen. Jetzt ist er auch vielleicht angekommen mit dem Tor und mit der Führung für uns und man weiß gar nicht wie. Aber komm, wenn wir das jetzt noch verteidigt kriegen, 2-3 Minuten lang, dann hätten wir 6 Punkte. Dann hätte Inter 2 Niederlagen, Man City 2 Siege. Dann hätten wir, ja, würde ich sagen, fast schon die Europa League sicher. Also Platz 3, aber es ist noch nicht vorbei. Achtung, Inter kommt nochmal, Resti an den Pfosten. Ich sage ja, das Glück, das brauchen wir halt heute auch mal, ne? Wenn wir vorne schon die Dinger nicht machen, wobei wir machen sie, ja. Larsen, Sommer. Oh, nochmal Larsen. Ja, warte mal, Sommer kommt nicht ran, Fallrückzieher und es gibt Elfmeter. Das kommt auch noch mit dazu. Ein völlig verrücktes Spiel, was auf den Kopf gestellt wird, wird dann also nochmal in der zweiten... Das gibt Elfmeter? Ich würde eher sagen, hohes Bein von Larsen, ne? Aber egal, das Geschenk nehmen wir an. Mamouche macht das. Wie gesagt, nee, warte mal, haben wir noch einen besseren Elferschützen? Ja, Götze macht das. Macht da Götze, komm. Der hat 79 bei Elfmeter. Den knallen wir jetzt links oben rein. Mit Ansage.
3. Minute der Nachspielzeit. Götze 3-1. Dankeschön. Und wieder geht's ab. Ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel heute dafür, dass im Fußball nur die Tore zählen. Du kannst vorher, wie gesagt, in Form von Inter 80 Minuten lang überlegen sein, viele Chancen dir rausspielen. Wenn du dann in den letzten 10 Minuten dir noch 3 Dinger fängst, dann war das ganze Spiel vorher auch für die Katz. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, so ein gutes Beispiel dafür, was im Fußball wirklich zählt. Scheiß auf die Statistik, wir haben nicht gut gespielt. Wir haben die letzten 10 Minuten irgendwie nochmal 3 Tore geschossen und wir gewinnen das Spiel, was wir eigentlich gar nicht hätten gewinnen dürfen. Aber egal, ich beschwere mich nicht. Auf gar keinen Fall. Wir haben mit 6 Punkte, stehen mit Man City auf der 1, haben dann im nächsten Spiel ein Topspiel. Tja, man fragt sich immer noch, wie das hier zustande gekommen ist. Ja, völlig verrückt. Fenerbahce gewinnt in Dortmund. Bayern verliert bei Apoel Nicosia. Also wie gesagt, Wahnsinnsergebnisse. Gerade aus deutscher Sicht. Und gerade so vom Spielverlauf her nochmal, ne? Also das Spiel dürfen wir auf gar keinen Fall gewinnen, obwohl wir auch 8 Schüsse hatten. Aber die 8 Schüsse, die kamen jetzt dann in den letzten 10 Minuten alle zustande. Naja, egal. Ich will mich nicht beschweren. Ich meine, das hört sich jetzt so an, als müsste ich mich dafür entschuldigen, dass ich gewonnen habe. Aber wenn die anderen halt so doof sind, die Tore zu schießen, wir werden auch wieder Spiele haben, da geht's uns genauso. Also wo wir wahrscheinlich total überlegen sein werden und wir halt auch dann das Spiel einfach nicht gewinnen. Und jetzt waren wir halt diesmal die Glücklichen. Auch die Umstellung hat natürlich dazu beigetragen. Wir hatten vorne dann 3 Leute im Zentrum. Wir hatten über die Außen ein bisschen mehr Platz. Dadurch, dass wir hinten mit 3 Mann dann gespielt haben. Also es hatte schon alles Hand und Fuß und schön, dass es geklappt hat. Schauen wir mal in der Champions League vorbei, wie es so nach 2 Spieltagen aussieht, so in allen Gruppen. Da denke ich, kommen die Favoriten weiter. Porto Atletico, Benfica Neapel, ja, Real und PSG. Gut, da geht es wahrscheinlich nur um die Höhe. Aber ihr seht, aber bei Real, die haben gegeneinander gespielt am ersten Spieltag, dann haben die ihre Spiele gewonnen. Die gehen, denke ich, auch mit durch. Juve und Aston Villa. Wie gesagt, Aston Villa, die sind in echt auch oben unter den ersten 3, 4 in der Premier League. Die scheinen eine richtig starke Truppe zu haben. Einen guten Trainer mit Unai Emery, Mr. Europa League, der weiß ja, wie man Titel gewinnt. Und vielleicht zieht er mit Aston Villa in die Champions League an, warum nicht? Dann haben wir hier Saint-Gilloise, Fenerbahce. Das ist so ein bisschen verkehrte Welt hier. Dortmund 3., Barca sogar 4. Wobei bei Barca überrascht mich das nicht. So wie die momentan drauf sind. Haben gegen Saint-Gilloise hier 1-0 verloren. Dortmund gerade gesehen gegen Fener. Dann wie gesagt Bayern. Oh, das ist eine interessante Gruppe. Alle 3 Punkte. Dadurch, dass jeder jetzt einmal gewonnen hat. Aber Bayern in Nicosia ist natürlich auch ein bisschen, ne? Darf nicht passieren. Guck mal, wir trumpfen hier mit Man City. Haben dann im nächsten Spiel das Topspiel und dann gleich am 4. Spieltag wieder Man City. Also 2-mal City. Wenn wir da zumindest irgendwo ja 1 Punkt holen oder so wie gegen Inter ein Spiel gewinnen, dann sind wir, glaube ich, schon fast im Achtelfinale. Also zumindest Platz 3. Das ist halt auch so mein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Und hier haben wir Liverpool und Leipzig. Die werden sich, glaube ich, auch da durchsetzen. Also sehr, sehr kurioses Spiel. Aber ihr seht, beweist auch mal wieder, es wird nicht langweilig. Schaut daher die letzten Videos, die ich gleich in der Endcard verlinken werde. Um die nächsten Spiele hier auch nicht zu verpassen. Gerne auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns gegen Stuttgart wieder. Wird auch ein spannendes Spiel. 8. gegen 9. Macht's gut. Ciao, ciao.